Wenn man sein Leben lang nichts wegwirft oder verkauft, sich alles aufbewahrt und zusieht, dass obendrein noch alles funktional bleibt, dann hat man zwangsläufig sein eigenes kleines Museum. Schon als Kind konnte sich Michael von nichts trennen. Vorgelebt hat ihm das sein Vater, der ebenfalls ein großer Sammler war. So kann Michael mit Zufriedenheit behaupten, dass er seine Kindheit und Jugend einkonserviert hat. Insgesamt sind es 25 Autos und über 30 Mopeds und Motorräder. Das ist ja alles ein Teil von mir. Also das erste Auto, das erste Moped, und dann fällt es natürlich schwer, das wieder wegzugeben. Die Maßgabe dann war mal, also alles zu sammeln, was dann mit Simson und MZ zu tun hat. Prinzipiell hat es angefangen mit meinem ersten Moped, was hier noch steht, und das erste Motorrad und das zweite Motorrad. Also viele habe ich selber immer gefahren, bis dann die Zeit halt nicht mehr ausgereicht hat, dass sie dann hier steht. Beziehungsweise fahre es ja jetzt noch, aber nicht mehr in dem Maße. Also hier habe ich Spielzeug, also speziell Fernlenkautos. Michael ist es wichtig zu sagen, dass er kein Messi ist. Er sammelt mit System und bringt die Restaurationsobjekte, wovon der Keller noch voll ist, zum Abschluss. Die ich früher größtenteils alles mal selber besessen habe, die aber leider meine Sturm- und Drangzeit jetzt nicht überlebt haben. Ich habe immer viel auseinandergebaut und leider Gottes ging es dann nicht wieder so zusammen, wie es mal war. Deswegen ist das eigentlich alles größtenteils nachgekauft. Und viele Sachen hat ja jedes Kind gehabt, jetzt den Panzer oder das Polizeiauto, was man natürlich dann früher auch in Ehren gehalten hat, weil es ja auch sehr viel Geld gekostet hat jetzt, ne? Und diese Erinnerung habe ich versucht mir wiederzuholen, indem ich sie dann danach wieder gekauft habe. Eine ganz genaue Zahl seiner archivierten Gegenstände hat Michael nicht im Kopf. Also das war mein erstes Auto. Das habe ich noch zu DDR-Zeiten auf dem Schwarzmarkt geholt für viel Geld. Und eigentlich war es dann so, dass ich ja gar keine Beziehung hatte zum Trabi. Aber mein Vater musste mir dann halt noch Geld dazu steuern, weil das Geld nicht gereicht hat. Und das Drama war, dass danach dann relativ zügig die Wende kam. Und der hat noch 5.000 Mark gekostet. Und ich habe ihn ja nicht wieder losgekriegt. Also ich kann mich erinnern, in Zwickau war dann am Stadion immer so ein Automarkt, und da habe ich für meine 5.000, die ich für den bezahlt habe, hätte ich kriegen können einen Lada und sonst was, was mir eigentlich viel lieber gewesen wäre als wie dieser Trabi hier. Aber der war ja dann bedeutend weniger wert, und irgendwie musste ich mich ja damit arrangieren, dass ich ihn dann behalten musste, weil es gab ja nichts anderes und Geld war auch nicht mehr da. Deswegen ist der geblieben, und mit dem hat eigentlich alles angefangen. Jetzt, da ich dann ja wusste, dass ich nicht wieder loskriege, kam dann langsam die Sache, dass ich dann noch einen Kübel haben wollte, und dann das und dann das, und da zu dem Zeitpunkt ja dann alles relativ billig war das ja auch kein Problem. Also kam dann der Kübel und dann noch ein 600er und das ganze Szenarium, dass ich dann alles habe, was es davon gab jetzt. Wie gesagt, und der ist nur so lackiert, weil dann natürlich ja noch mehr Limousinen da waren, so wie der alte jetzt, der ja, sag ich mal, einer der ersten war, 6.1er. Und von der Sorte hatte ich dann viele, und dann, da ich ja nicht wieder hergebe, was ich vorhin erwähnt habe, musste ich mir mit dem was einfallen lassen, wie ich ihn behalte. Und wenn du einmal 5, 6 Originale da stehen hast, dann macht das auch keinen Sinn. Deswegen habe ich gesagt, muss der was Besonderes werden. Also da es ja, wie gesagt, mein erster war, sollte der dann ein rollendes Museum sein. Also ein Gedenken an die Wende ist dann diese Lackierung entstanden jetzt. Und ja, wie gesagt, dann hat es damit angefangen, dass ich mich arrangiert habe, dass ich ja dann gesagt habe, ich werde es eh nicht wieder los. Dann kam der Kübel, und gut, dann war das Virus schon relativ fortgeschritten. Dann stand irgendwann mal, in den jungen Jahren hat man ja immer noch irgendwelche Anzeigenblätter gelesen oder dies oder das. Dann stand mal dieser 1.1er Pickup zum Verkauf. War aber auch gleich gesagt, dass es bloß 5 Stück davon gebaut worden sind. Und
waren, glaube ich, 92, wann ich den gekauft habe, also für 12.000 D-Mark. Wo der Trabi eine Kiste Bier gekostet hat, war das relativ viel Geld. Ich habe dann gesagt, okay, den kriegst du sowieso nicht, weil stand ja auch drin, dass es ein seltenes Stück ist, und habe es dann gelassen. Und 2 Monate später war die Anzeige wieder drin. Und da sage ich, na gut, dann rufe ich mal an und frage mal nach. Und der gute Mann war in Hannover. Und das Auto stand in Hannover, weil das war der Ingenieur, der die entwickelt hat. Und der ist nach der Wende gleich rüber und hat den mitgenommen. Und dann, ja, habe ich mir einen Anzug angezogen. Dann bin ich auf die Sparkasse gegangen, weil Geld hatte ich ja auch nicht. Und dann habe ich sozusagen einen Kredit aufgenommen und habe mir für 12.000 D-Mark den Trabi geholt. Und irgendwie musste das Geld ja auch wieder zurück. Und ich glaube, ich hatte den geholt, und 2 Wochen später kam der Einberufungsbescheid zum Zivildienst. Da hat's ja mit dem Geld dann noch mehr rausgehangen. Und da habe ich dann im DRK Fahrer gemacht. Abends habe ich Wachschutz gefahren und früh habe ich freie Presse ausgetragen, nur um die Autos zu finanzieren. Mit den Autos kam dann natürlich auch die Leidenschaft noch, das Ganze drumherum zu sammeln, weil es ja doch ein Stück Geschichte war. Und das Faszinierende an der Geschichte ist halt, oder was mich fasziniert, dass natürlich das alles in dem Land gebaut worden ist, was nicht mehr existiert. Und wo kann man sowas schon mal sagen jetzt, oder wer hat das große Glück oder weniger Glück, dass sowas passiert jetzt? Und dann hast du natürlich überall noch mit zusammengetragen, was damals so im Alltagsgebrauch war. Und natürlich durch die Trabis und das kamen natürlich auch viele Leute, die mir was bringen, und das, du kriegst immer regelmäßig deine Täschchen und Kisten, wo immer jemand noch was auf dem Dachboden findet und was dann hier mit einmassiert werden muss jetzt, was schon relativ schwer fällt, weil es ist schon reichlich gefüllt jetzt. Ja, irgendwie, das ist halt viele Sachen sind doch noch von meinem Vater oder dies oder das. Das Radio da hinten, das hat er immer Wochenende immer an der Garage rübergegangen, und dann war das Radio mit dem Fahrrad immer mit dabei jetzt, ne? Damit er da drüben mit seinem Batterieradio Musik hören konnte oder so, seine Schlagersendung. Ja, das weiß man halt alles noch. Es ist eigentlich uninteressant. Es ist ja bloß, dass man sieht und sagt, aha, so sah das damals mal aus oder wie auch immer jetzt. Es war schon immer so, dass wir ja natürlich für die Kinder den normalen Kinderwagen hatten für den Alltagsgebrauch, aber Sonntag oder so, da gab's immer einen DDR-Wagen jetzt, und haben wir der Große, der lag in dem Wagen, und der Kleine, der lag in dem Wagen. Und ich weiß noch, sind wir das erste Mal ausgefahren äh, zur Wahl. Und selbst mit diesen Kinderwagen hast du dann immer Resonanzen gekriegt. Oh, na, kennen wir da, und hat man früher auch gehabt oder so. Also eigentlich waren diese 500 Meter zum Wahllokal von daheim das Highlight, weil dich jeder auf den Kinderwagen angesprochen hat. Jetzt, ne? Und der Wiedererkennungswert war schon da. Und das hier, das war mal das Auto von meinem Onkel, ja. Damit ist der immer als Lehrer, ist er da mal hingefahren, bis er dann mal, ich glaube, der ist dann mal gegen das Verkehrsschild gefahren, und dann hat er einen Leihwagen gekriegt vom, ich glaube, ein Honda Jazz oder sowas. Und seine Frau ist dann so verliebt in den Honda Jazz gewesen, dass die den dann unbedingt haben wollte, und der Lader musste weg. Und dann kam halt wieder meine Stunde, wo ich gesagt habe, okay, ich beherberge diesen mal und ich nehme ihn dann, wenn du nicht mehr haben möchtest. Und so kam dann eins zum anderen. Das war meine Zuckertüte zum Schulauffang. Also mein Vater hat auch schon so ein Faible gehabt, dass er relativ viel aufgehoben hat. Und deswegen sind dann doch noch viele Sachen aus meiner Kindheit noch einigermaßen da. Also, dass ich ein Spielzeug kaputt repariert habe oder so. Aber ansonsten hat er auch schon fleißig gesammelt, oder konnte sich schwerlich trennen, aber nicht von so großen Sachen halt. Das war dann mein Part. Was ist das? Das ist ein Balkan-Car. Den habe ich vom Trabantclub geschenkt gekriegt.
weil ich den damals gegründet hatte und viele Jahre lang Vorsitzender war, und dann war das aber nicht mehr vereinbart. Oder konnte ich nicht mehr vereinbaren mit der Zeit und mit Arbeit und mit denen und Kindern. Und da hast du gesagt, wenn du so einen Job machst, dann musst du entweder ganz oder gar nicht machen. Und habe einfach gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Und dann zu meinem praktischen nicht ausscheiden aus dem Club, sondern den Vorsitz abgeben. Da hat mir der Trabantclub dann diesen Balkan-Car geschenkt, weil ich den halt auch schon immer haben wollte. Nee, also mit Computern habe ich damals nichts am Hut gehabt und heute auch relativ wenig. Deswegen ist er eigentlich nur da, um zu sehen, dass es sowas auch gab zu DDR-Zeiten. Wobei man immer sagen muss, dass wir ja viele Sachen hatten jetzt, nicht in dem Überfluss, wie es jetzt ist, aber dass es dann doch für jede Nische irgendwo was gab jetzt. Aber wir hatten eigentlich auch alles jetzt, ne? Aber eben nicht in diesem Überfluss, wie es heutzutage war oder so. Oder man hat es teilweise nicht gewusst. Das ist dann wieder interessant. Also die Feuerwehr, die ist aus meinem ehemaligen Wohnort aus dem Nachbardorf. Ich glaube, ich hatte eine Pritsche gehabt und wollte eigentlich immer eine Feuerwehr haben. Und irgendwie hat sich dann mal aus dem Gespräch heraus ergeben, dass der Kollege eine Feuerwehr hat und die will er als Ersatzteilspender nehmen. Also wo ich dann gesagt habe, nee, also dann kannst du meine Pritsche kriegen und ich nehme die Feuerwehr, weil die ist ja so weit in Ordnung, dass ich das ja frevelhaft wäre, die irgendwie als Ersatzteilspender zu nehmen. Und die habe ich eigentlich auch im Alltag gefahren. Also das war mein Alltagsauto. Und wegen der musste ich auch mal zur Kriminalpolizei, weil ich der angebliche Feuerteufel war. Weil meistens sind ja die verkappten Feuerwehrleute oder irgendwas, sind ja oder waren ja schon in Zukunft mal der Brandstift da. Und natürlich, wenn jemand privat jeden Tag mit so einem Feuerwehrauto durch die Gegend fährt jetzt, der kommt halt ins Kreuzfeuer, weil damals gab es eine Brandserie in Mösen und da hat jedes Wochenende irgendwas anderes gebracht und dann hatten die Zivilstreifen losgeschickt, um das Geschehen mal Bild zu beobachten. Und ich hatte das Pech, dass ich mal auf der Heimfahrt war und hatte mal ein dringendes Bedürfnis, da musste ich den Waldweg reinfahren. Und da haben sie mich dann aufgeschrieben, haben aber gesagt, es wäre abends um 11 gewesen, es war aber mittags um 11. Und abends war ja die Zeit des Brandstifters. Also hatte ich dann eine Vorladung drin, dass ich zur Kriminalpolizei musste und musste erklären, was ich mit dem Auto nachts um 11 auf irgendwelchen Feldwegen zu tun hatte. Gott sei Dank hat sie es aufgeklärt. Den genauen Wert seiner Sammlung kann Michael übrigens nicht genau beziffern. Das spielt für ihn auch eine untergeordnete Rolle. Das ist hier eigentlich uninteressant. Also das spielt keine Rolle, dass hier Werte stehen oder dies oder das. Spielt für mich keine Rolle. Also gerade für den war es höchstgeboten mal 30.000, also relativ zeitig danach, wo ich dann auch gesagt habe, nee, ich verkaufe das Auto nicht. Also es spielt keine Rolle, was hier da steht und wie viel das wert ist. Das ist für mich uninteressant. Also ich sag mal wieder, wenn viele kommen und sagen, oh, du bist ja reich und das und das. Nee, bin ich nicht. Im Gegenteil, ich bin vielleicht arm, weil ich alles in die Hütten reinstecke jetzt. Also davon habe ich dann auch nichts jetzt. Ne? Ich sag mal wieder, also da lieber gibt's nichts zu essen, aber deswegen geht ja keine Bude raus. Das funktioniert nicht jetzt. Ne? Die waren schon immer da und die bleiben auch immer da jetzt. Ne? Und alles andere ist uninteressant. Und deswegen ist das vollkommen egal, was das Zeug wert ist, spielt keine Rolle. Das war einmal ein etwas anderes Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere Stück wiedererkannt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben oder über ein Abo freue ich mich wieder. Urst. Bis bald. Euer Jan.